Die Sonde heißt Hayabusa 2 und der Asteroid heißt Ryugu. Und die Mission der Raumsonde Hayabusa 2 zum Asteroiden Ryugu hatte das Ziel, Proben zur Erde zurückzubringen. Und das ist jetzt sehr erfolgreich auch passiert. Wir bekommen halt winzige Staubkörner. Die sind in der Regel so 50 Mikrometer groß. Ein menschliches Haar hat vielleicht so eine typische Dicke von 50 Mikrometer. Ein kleiner schwarzer Punkt auf dem Tisch. Das ist aber für uns eine ganze Welt, weil wir mit Mikroskopen arbeiten, die also die kleinsten Dimensionen abbilden können. Und von daher ist das für uns so eine Art Nanokosmos. Wir haben natürlich schon Proben von Asteroiden auf der Erde. Das sind Meteorite, die also so 10-mal pro Jahr fallen, beziehungsweise sie fallen eigentlich mehr, aber man findet sie nur so 10-mal im Jahr. Und es gibt halt ganz berühmte Meteorite wie dieses Stück von dem Meteoriten Allende. Das ist in Mexiko gefallen 1969. Und das Problem mit den Meteoriten ist, wenn sie durch die Atmosphäre fliegen, dann verlieren sie weit mehr als 90% ihrer Masse. Also die ganzen Außenschichten dieser kleinen Asteroide, die gehen verloren, wenn sie also durch die Erdatmosphäre fliegen. Und das Besondere bei diesen Raummissionen ist jetzt, dass die Kapsel also direkt Material von so einer Asteroidenoberfläche zurückbringt, das also nicht durch die Atmosphäre irgendwie geschädigt wurde. Also wir können das erste Mal direkt die Oberfläche, die direkte Oberfläche eines solchen Objekts im Labor dann beobachten. Naja, Asteroide sind im Prinzip auf dem Entwicklungsstadium des frühen Sonnensystems stehen geblieben. Das sind eigentlich unsere einzigen Zeugnisse über den Beginn des Sonnensystems und auch vielleicht über den Beginn der Erde. Und dort haben damals Prozesse stattgefunden, die wir heute gar nicht mehr beobachten können. Von daher sind diese Proben einzigartig und berichten uns halt über die Prozesse, die zu Beginn stattgefunden haben und die letztendlich in ihrer Entwicklung zu den Planeten geführt haben. Wir sehen hier die Sonde, wie sie also auf die Asteroidenoberfläche hinabsteigt und gleich aufsetzt. Und im Moment des Aufsetzens wird also ein kleines Projektil aus dieser Röhre abgefeuert, die wir hier sehen. Und dieser aufgewirbelte Staub, der wird also über diese Röhre in der Probenkapsel gesammelt. 2021 werden wir dann wahrscheinlich einen Behälter bekommen, der so ähnlich aussieht wie dieser hier. Und da werden dann 2, 3 Proben drin sein, die wir dann im TEM untersuchen können. Eine Probe wird ein ganz dünnes Scheibchen aus einem solchen Staubkörnchen sein. Also die Proben werden in Japan produziert von unserem Kollegen, der auch hier vor Ort war und mit dem wir also das Verfahren auch dann zum großen Teilen entwickelt haben. Und der wird uns die dann hier vor Ort in Jena anliefern.